Also ich habe eine Box mit mir gebracht. Das ist eine Magic Box. Das ist nicht eine wirklich große Box. So we'll find out about this box. Und wir werden noch später rausfinden, was es mit der Box auf sich hat. Today I have a message of the iBox. Okay, heute gibt es eine Botschaft über die Ich-Box. Okay, we Africans, you know, we love to tell stories. We love to tell stories. Also wir als Afrikaner lieben es, Geschichten zu erzählen. So I will tell you a story. Also werde ich euch jetzt auch eine Geschichte erzählen. It's not really my story. Also es ist jetzt nicht meine Geschichte, It's Jesus' story. sondern die Geschichte von Jesus. So I will borrow it from Jesus. Also werde ich es mir sozusagen ausbauen von Jesus. Okay, I will do that. I'll keep this here. It's not heavy. Oops. Alright, let's go to Luke 12. Okay, wir möchten Lukas Kapitel 12 aufschlagen. This is a very famous story. Das ist eigentlich eine sehr bekannte Geschichte. Verse 13. Und wir lesen ab Vers 13. So before we go to verse 13, Jesus in this chapter was teaching. Okay, also bevor wir jetzt anfangen, ab Vers 13 zu lesen, möchte ich einfach noch sagen, dass Jesus hier etwas gelehrt hat. People are around him, Also die Leute haben sich um ihn versammelt. a lot of people, Es war eine sehr große and Menschenmenge. he's teaching them many different topics. Und er lehrt sie über verschiedene Dinge. And then on verse 13, somebody raised his hand Und dann in Vers 13 schreckt jemand and he says, Jesus, I have a question. und sagt, Jesus, ich habe eine Frage. So Jesus was happy. Und Jesus hat sich darüber gefreut. Somebody was been following my teaching, so Denn zumindest hat einer ihm wohl offensichtlich zugehört. so what's your question? Und hat ihn gefragt, was ist deine Frage? Is it a doctrinal issue Geht es hier um eine Glaubenslehre? or something I said you didn't understand? Oder geht es hier um etwas, was ich gesagt habe, das du nicht verstanden hast? But the guy was like, no teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Und dann hat er zu ihm gesagt, nein, aber Mensch, Jesus, kannst du ihm nicht sagen, dass er das Erbe mit mir teilen soll? In the middle of Jesus' discourse, Also inmitten von diesem Lehrgang, den Jesus hier denjenigen gibt, in the middle of a great teaching, this guy asks, tell my brother. also inmitten dieser großartigen Lehre, die Jesus hier gibt, streckt dieser ein und sagt, hey, kannst du bitte meinem Bruder sagen, so und so. He was like, I'm glad I have this opportunity. Also er denkt sich jetzt für sich selbst, ich bin einfach so froh, dass ich hier diese Möglichkeit habe. My brother is here and he's listening to you, he respects you, so he will listen to you. Denn mein Bruder ist heute hier und er respektiert dich, er wird auf das hören, was du ihm sagst. So please Jesus, before you leave, tell my brother to be kind enough to share the inheritance. Ja, und deswegen denkt er, ja, also Jesus, solange du noch hier bist, bevor du gehst, sag doch bitte meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Now, it's normal when you have disputes, you come to someone you respect, it's normal to get some advice, judgment, arbitrary. Und ich denke, dass es ganz normal ist, dass wenn man einen Streit oder eine Auseinandersetzung mit jemandem hat, immer zu jemandem dann geht, den man respektiert und den als dritte Person hinzuzieht. People go to the rabbis who know the law, and then they will give them advice, you know, they will give them what to do based on the law. Also oft war es so, dass sie früher immer zu diesen Rabbis gegangen sind, weil die das Gesetz kannten und der hat ihnen dann gesagt, was zu tun ist, gemäß dem Gesetz. So the question of the brother was, Jesus, I want you to be on my side. Also was dieser Mann eigentlich wirklich sagte oder was er ausdrücken wollte, war, Jesus, ich will, dass du hier auf meiner Seite bist. But Jesus replied, man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Und in Vers 14 steht dann, er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteil über euch eingesetzt? I'm not going to be on your side, I'm not going to be on your brother's side. Also was Jesus hier sagt, ist, ich werde nicht auf deiner Seite sein oder mich nicht auf deine Seite stellen, ich werde mich aber auch nicht auf die Seite deines Bruders stellen. Now you both listen to me, I want you both to be on my side because I am right. Und er sagt dann zu ihnen beiden, ich möchte, dass ihr beide auf meiner Seite seid, weil ich hier Recht habe.
So Jesus wants to use this interruption as an opportunity and turns his face to the people. Also Jesus möchte hier diese Unterbrechung als eine Möglichkeit benutzen für alle anderen und wendet sich dann der Volksmenge zu. And then he tells them, watch out, be on your guard against all kind of greed. Und dann sagt er in Vers 15, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Some of the people were like, hey Jesus, don't look at me, I'm not greedy. Und viele haben sich dann wahrscheinlich gedacht, also Jesus, schau jetzt nicht mich an, denn ich bin ja nicht habgierig. He is greedy. Aber er hier ist habgierig. Don't look at me. Also schau jetzt bitte nicht mich an. But Jesus warns them. Aber Jesus warnt sie hier. Jesus smelled greed in the brothers. Also Jesus hat ja diese Habgier geradezu gerochen in diesen Brüdern. Jesus, the one who sees the heart, he saw greed in their heart. Also Jesus, der die Herzen sieht, hat einfach gesehen, wie da Habgier in diesen Herzen war. So Jesus tells the people, there is all kind of greed around you. Also Jesus sagt ihnen, ihr habt alle verschiedenen Arten von Habsucht in euch. Sometimes you are not aware of it, but it's there. Und manchmal seid ihr euch dessen nicht bewusst, aber sie ist trotzdem da. So if you are not careful, it will snare you. Also wenn ihr nicht vorsichtig seid, dann wird sie euch einfangen, dann wird sie euch cashen. If you are not careful, it's easy to fall into greed. Also wenn ihr nicht vorsichtig seid, dann ist es sehr leicht, dieser Habgier zu verfallen. So Jesus gives them a very kind of philosophical, very summary of this teaching. He says, life does not consist in an abundance of possessions. Ja, und er gibt ihnen sozusagen, Jesus gibt ihnen jetzt dann so eine philosophische Zusammenfassung und sagt, dass das Leben nicht nur aus der Habe, die man hat, besteht. Now, how do you define life? Also wie definiert man das Leben? The world defines life for us. Also die Welt definiert Leben für uns. And Jesus defines life for us. Und Jesus definiert aber das Leben für uns. And these two definitions are fundamentally different. Und diese zwei Definitionen sind völlig unterschiedlich. It seems Jesus is not listening to the question of this man. Es scheint so, als ob Jesus diese Frage von diesem Mann nicht ganz richtig verstanden hat. The man just asked one question. Just tell my brother, it's easy. No, just tell him one sentence. Please, hey man, do what the law says. Ja, also dieser eine Mann wollte eigentlich nur von Jesus, dass der ihm sozusagen seinem Bruder sagt, ja, tu dies und jenes, damit er es dann auch tut. Jesus, I think you got it wrong. We're not talking about greed here. We're talking about sharing. Und dieser Mann denkt sich dann, ja, Jesus, wir reden hier doch jetzt überhaupt gar nicht von Habgier, sondern wir reden davon, zu teilen. So Jesus was among the people who think the more you have, the more you are blessed. Also Jesus befindet sich sozusagen unter Menschen, die denken, dass je mehr sie haben, desto gesegneter sind sie. The amount of possession shows the blessing of God on your life. That's how they think. Also die dachten, dass die Menge an Besitztümern, die du hast, sozusagen den Segen darstellt oder die Größe des Segens darstellt von Jesus. I don't know how different they are from us. Und ich weiß nicht, wie sehr sie sich jetzt von uns hier unterscheiden. If we do not increase in our possessions, what's the point of working hard? Also wenn wir unsere Besitztümer nicht vermehren können, wozu arbeiten wir dann überhaupt? What's the point of laboring from Monday to Saturday? What's the point of going to school if we do not increase in our possessions? Also wieso sollten wir dann überhaupt arbeiten von Montag bis Samstag oder überhaupt zur Schule gehen, wenn wir dann später nicht unseren Besitz vermehren können? Life becomes sweeter the more you have. Das Leben wird süßer, je mehr du hast. Life becomes meaningful the more you have. Und das Leben wird bedeutungsvoller, je mehr du hast. But the way Jesus sees how we should live our life is different. Aber die Art und Weise, wie Jesus es sieht, wie wir unser Leben leben sollten, ist hier völlig unterschiedlich. So as usual, Jesus decides to tell them a story. Und wie so oft entscheidet sich jetzt Jesus, ihnen eine Geschichte zu erzählen. So on verse 16 it says, the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Verse 16. In Vers 16 steht, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Now this sentence it's a loaded sentence. It has so much idea in it.
Also in diesem Satz steckt so viel drin. First of all, it's a certain man, it's nameless, so it could be any one of us. Also dieser Mensch, von dem hier gesprochen wird, hat keinen Namen. Es kann also jeder von uns sein. And then, he's already a rich man. Und er ist schon ein reicher Mann, wie wir lesen. He's already a man who doesn't have luck. Also er ist ein Mann, dem es an nichts mangelt. We can assume maybe he's a hard worker, he's a good farmer. Also wir können annehmen, dass er hart arbeitet, dass er ein guter Bauer ist. Maybe he has been working for many years. Und wahrscheinlich hat er auch schon viele Jahre gearbeitet. Maybe he was lucky enough to inherit a good farm from his father. Oder vielleicht ja, hat er das Glück gehabt, eine sehr große Farm von seinem Vater sozusagen zu erben. But for whatever reason, he's already a rich man. Also auch wenn wir den Grund jetzt nicht kennen, er ist auf jeden Fall ein reicher Mann. And then, in the business of farming, there is an amount of harvest you expect every year. Ja, und wenn es in der Landschaftswirtschaft ist es ja immer so, dass man jedes Jahr einen bestimmten Ernteertrag erwartet. Based on your experience, based on what you saw, based on the soil, based on the weather, you have a certain expectation of harvest. Also abhängig von dem Wetter, abhängig von dem, was du gesät hast und wie gut du das gemacht hast, hast du natürlich immer diese bestimmte Erwartung von dieser Ernte, von diesem Ernteertrag. But this year, his harvest was beyond expectation. Aber dieses Jahr war die Ernte dieses Mannes, hat seine Erwartungen überstiegen. It was abundant. It was extra. Es war quasi ein Überfluss. Er hat noch mehr bekommen, als er gedacht hatte. And then there's another point I see here. It says, the ground have yielded the harvest. Ja, und hier steht auch, also dass sozusagen die Erde dieser Ernte förderlich war. The contribution from the farmer is limited. Also der Beitrag dieses Bauern ist begrenzt. There are certain things he has to do for the harvest. Es gibt bestimmte Dinge, die er tun muss für die Ernte. But it's limited. Aber seine Möglichkeiten sind begrenzt. There are things he can control and there are things he cannot control. Es gibt Dinge, die er unter Kontrolle hat und es gibt Dinge, die er nicht unter Kontrolle hat. So the land was also responsible. The land, the farm. Also der fruchtbare Boden selbst war sozusagen auch verantwortlich für die Ernte. The weather was responsible. Und auch das Wetter war verantwortlich. Now we know who is behind the land, who is behind the weather. It's God. Also wir wissen, wer überhaupt dieses Land erschaffen hat und auch die Ernte erschaffen hat. Es ist Gott. So to say this harvest belongs to the man is not logical. Also es ist nicht logisch zu sagen, dass diese Ernte dem Mann gehört. Because he has contributed some and nature contributed some. Also er hat seinen Beitrag geleistet und auch die Natur hat ihren Beitrag dazu geleistet. So if we have to be fair, some of the harvest belongs to him and some of the harvest doesn't belong to him. Also wenn wir das jetzt dann fair betrachten müssen, gehört eigentlich nur ein Teil dieser Ernte ihm, aber ein anderer Teil der Ernte nicht. But now he has extra. Aber jetzt hat er sogar etwas übrig, im Überfluss. For a couple of years I used to live in a place where people grow coffee. Okay, ich habe einige Jahre in einer Gegend gewohnt, wo sie Kaffee angebaut haben. This is a place where one of the best places in the world to grow coffee. Und das ist eigentlich einer der besten Gegenden, wo man Kaffee anbauen kann. In Ethiopia in general we grow coffee, but there are also specific places that are really the best. Okay, also es ist bekannt, dass man in Äthiopien Kaffee anbaut, aber es gibt ganz bestimmte Gegenden, wo dieser Kaffee dann ganz besonders gut reift. So every year between September, November, there is a coffee harvest. Also zwischen September, Oktober und November gibt es dann immer die Kaffeeernte. But every few years, the harvest is really a lot, like it's beyond expectation. The trees even bow because of the heaviness of the coffee. Und alle paar Jahre ist es immer so, dass man immer eine Ernte dann bekommt, die wirklich dann im Überfluss ist, über dem, was man sonst bekommt. Und es ist oft so, dass die Pflanzen dann schon von diesem Gewicht des Kaffees dann immer schon richtig runterhängen. In those years, to my surprise, people go crazy. Und zu meiner Überraschung haben die Leute dann total verrückt gespielt. The news is about coffee. From morning to evening you talk about coffee. Everything is about coffee. Denn in diesen Monaten geht es dann nur um Kaffee. In den ganzen Nachrichten hört man alles nur Kaffee, Kaffee, Kaffee von morgens bis abends. The price of coffee, the wanted price of coffee. Geht es immer um den Preis des Kaffees. How is Kenya doing with coffee? How is Argentina doing with coffee?
are we going to sell a lot? Are we going to get a lot of money? It's just coffee and money, coffee and money. Wie trinkt Kenia ihren Kaffee, wie trinkt Argentinien ihren Kaffee und wie viel werden wir dieses Jahr von unserem Kaffee bekommen? Also es geht immer nur um den Kaffee. I tell you, the whole village, the whole town, it just goes crazy. Das ganze Dorf spielt dann immer komplett verrückt. And then in November, everybody is rich. Und im November ist dann jeder reich. Everybody has extra money in the pocket. Denn jeder hat dann wirklich zusätzliches Geld dann in seinen Taschen. And then I see people buying stuff. Und dann sehe ich immer, wie die Menschen sich dann Dinge kaufen. The villagers come and buy huge electronics things. Also die aus dem Dorf gehen dann hin und kaufen sich dann ganz tolle elektronische Dinge. And then I ask, you don't even have electricity there. What do you do with this? Ich stelle mir dann immer die Frage, ihr habt doch gar keine Elektrizität daheim. Wieso kauft ihr euch überhaupt irgendwas Elektrisches? Yeah, but everybody has it in the town, so it's nice. Let's keep it in the house. Und die sagen dann, ja, aber jeder andere hat es doch auch, ist doch schön. Also wenn wir es dann einfach nur zu Hause rumliegen haben. You see them with expensive shoes, expensive clothes. I mean, people go crazy. They have gold here. Also man sieht dann, wie sie sich teure Schuhe kaufen und teure Kleidung tragen und dann haben sie alle ihre Goldohren. I mean, in a way, I'm happy when people get rich. It's good. Let them have a good life. Ja, und ich freue mich dann natürlich für diese Menschen, dass es ihnen dann gut geht. But then the problem is, sometime around May, June, the money runs out. Und das Problem ist dann immer, dass ihnen so im Mai oder Juni vom nächsten Jahr dann immer das Geld ausgeht. And people start to resell everything they bought for half price. Und dann fangen sie an, ihre Dinge, die sie gekauft haben, dann für die Hälfte des Preises wieder weiter zu verkaufen. I saw this pattern, so actually we talked with one pastor and we start to give actually, lesson on this. Ja, und ich habe dann mich mit dem Pastor darüber unterhalten, wie das immer so abging, und wir haben dann wirklich angefangen, hier eine Lehre sozusagen aufzubauen. You know, having extra is really, it drives you crazy. Also mehr zu haben, etwas extra zu haben, kann dich wirklich verrückt machen. When you get something unexpected, you don't even know what to do with it. Und wenn du etwas bekommst, das du nicht erwartet hast, dann weißt du manchmal gar nicht, was du damit tun sollst. Now verse 17. Und jetzt sind wir bei Vers 17. He thought to himself, what shall I do? Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? It's really surprising for me because when you have some issue, you seek advice and you look for counsel. Und das wundert mich ja ein bisschen, weil es ist oft so, wenn man irgendein Problem hat, dann sucht man sich irgendwie immer einen Rat, um dort dann wirklich dann auch diesen Rat zu bekommen. Now this guy thinks for himself. Now he's discussing with himself. Und dieser Mensch macht es auch mit sich selber aus, also er fängt an, mit sich selber zu diskutieren. Why just himself? Und warum bespricht er das nur mit sich selbst? Why didn't he go to his pastor? Warum ist er nicht zu seinem Pastor gegangen? Now imagine, you come to your pastor and tell him, Pastor, I have a lot of money. Jetzt stellt euch mal vor, ihr geht zu eurem Pastor und sagt eurem Pastor, ich habe sehr viel Geld. My business is doing well. I don't know what to do with the profits. Also meine Geschäfte laufen wunderbar, ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Gewinn anstellen soll. The pastor will tell you, hey, we have missionaries and we have that project and this ministry. Why not you give it to the kingdom of God? Ja, und der Pastor würde dann sicherlich sagen, wir haben hier Missionare, die wir unterstützen und haben hier unsere Dienste. Also warum gibst du einfach nicht das, was du übrig hast, uns? So the guy was like, that's a dangerous idea. Und dann hat der Mann wahrscheinlich bei sich gedacht, das ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, das so zu tun. Okay, I don't go to my pastor. Also okay, ich werde nicht zu meinem Pastor gehen. What if I talk about it with my wife? Wie wäre es denn, wenn ich darüber mit meiner Frau spreche? That's even more dangerous. Das ist halt sogar noch gefährlicher. So this guy was like, what should I do? What should I do? I have this big problem. Und dieser Kerl hat immer gedacht, was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun mit diesem Problem? I hope some of you have this problem. Also ich hoffe, dass einige von euch dieses Problem haben. And then he said, I have no place to store all my crops. Und dann sagt er weiter in Vers 17, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Usually for some of us, the question is like this. What shall I do? I have a lot of space, but I have no crop.
Okay, viele von euch denken vielleicht, okay, ich habe all diesen Platz, aber ich habe gar keine Samen, gar keine Pflanzen. But this guy has a different problem. Aber dieser Mensch hat ein anderes Problem. So after a lot of thought, on verse 18 he finds a solution. Nachdem er dann sehr viel darüber nachgedacht hat, findet er nun in Vers 18 eine Lösung dafür. Then he said, "This is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain." Verse 18. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Und ich will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. So, solution is found now. Also wir haben die Lösung jetzt gefunden. My problem, my solution. Mein Problem, meine Lösung. So, what do you do if you have extra resource? You build a bigger box. Also was tust du, wenn du mehr Ressourcen hast, als du brauchst? Du baust einfach eine größere Box. So I can't store. Damit ich mehr darin aufbewahren kann. Another word for store is security. Okay, und ein anderes Wort für dieses Sammeln, Ansammeln ist Sicherheit. Why do we have in us the need to store? Warum haben wir in uns immer das Bedürfnis, etwas anzusammeln, anzuhäufen? It's because we don't know about the future. Vielleicht deswegen, weil wir einfach nicht wissen, was in der Zukunft kommen wird. The future is scary, so we have to store to secure it. Ja, also die Zukunft ist ja noch ungewiss, also müssen wir Dinge ansammeln, damit unsere Zukunft gesichert ist. The more you store, the less you fear. Ja, je mehr du anhäufst, desto weniger Angst hast du. The more you store, the less you pray. Don't need God. Und je mehr du anhäufst, desto weniger betest du, denn du brauchst Gott ja nicht mehr. The more you store, the more you need. Aber je mehr du anhäufst, desto mehr brauchst du dann auch wieder. It really surprised me when I see the biography of great people. The biography. You know, when I see biography. Okay. Also es erstaunt mich immer, wenn ich die Biografien mir von anderen Leuten anschaue. You know, these famous artists, rich artists. Also wenn ich mir die Lebensläufe von berühmten Menschen anschaue, also von berühmten Künstlern zum Beispiel. Do you know how they end up? Wisst ihr, wie sie alle enden? And I ask myself, why? Ich stelle mir dann immer die Frage, warum enden sie so? Per week, they earn what I can never earn in 10 years. Die verdienen pro Woche, was ich nie in meinem ganzen Leben verdienen werde. I mean, seriously, I cannot earn what they earn in 1 week in 10 years. Also ganz ehrlich, was sie in einer Woche verdienen, werde ich nie in 10 Jahren verdienen können. Why would they end up bankrupt? Und wieso sind sie am Schluss dann insolvent? Verse 19. In Vers 19 steht: I will say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Happy life. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen, auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. What a daydream. What a dream. Also was für ein Traum. This is a big dream that doesn't include anybody else except him. Das ist ein sehr großer Traum, der nur ihn beinhaltet, aber sonst niemand anderen. In this big dream, there is no God in it. In diesem großen Traum kommt Gott nicht vor. In this big dream, there is no brother in it. In diesem Traum kommt auch kein Bruder vor. In this big dream, there is no sister in it. Und in diesem großen Traum kommt auch keine Schwester vor. A dream that includes only yourself is hallucination. Ein Traum, der nur dich selbst beinhaltet, ist immer eine Halluzination. Now I have a box here. Also ich habe jetzt hier diese Box mitgebracht. I call this the iBox. Also ich nenne sie die Ich-Box. So I have an I. Also wir haben das I für Ich. This is
ich-Box, eine iBox. Somehow we all have it. Und irgendwie hat jeder von uns so eine Box. So for this guy, it was so small, his iBox. He wanted to build a bigger box so he can accumulate all the extra. Also dieser Mann, von dem wir hier reden, dem seine Box war einfach zu klein. Und deswegen hat er sich eine größere Box gebaut, damit er mehr in dieser Box sozusagen ansammeln kann. This box gives him security. Also diese Box gibt ihm Sicherheit. See, he's not going to be afraid of the future. Er wird vor der Zukunft keine Angst haben. He's secured. He's fine. Denn er ist ja gesichert. Ihm wird es gut gehen. He's protected. Er ist ja beschützt. Why? Because now he has a lot of money. Und warum? Weil er jetzt sehr viel Geld hat. Now this will get the attention of some people. Vielleicht anspricht jetzt eure Aufmerksamkeit. The future is bright. Und die Zukunft sieht ja ganz freudig aus. So let's go. Also lasst uns in die Zukunft hineingehen. Let's meet the future. Ja, lasst uns der Zukunft begegnen. So what do? I just enjoy my life. Have cake. Also was mache ich einfach? Was mache ich also? Ich genieße mein Leben und esse und trinke zum Beispiel Kuchen. And coffee. Kaffee natürlich. Sehr, sehr wichtig. It's nice to have a big iBox. Sehr schön, eine große Ich-Box zu haben. I think it's everybody's desire to have an iBox. Also ich denke, dass es der Wunsch eines jeden ist, eine Ich-Box zu besitzen. Now verse 20. Und in Vers 20 steht jetzt, Remember Jesus telling the story. also wir sind immer noch dabei, wie Jesus diese Geschichte erzählt. But, does it say aber or? But, Aber and the people are like, no Jesus, no but here. die Leute denken, oh nee, jetzt bitte kein Aber, Jesus. I love the story, it's going well. Die Geschichte war auch bisher so schön, ich habe sie gemocht. I want to hear more. What did he do next? Also ich möchte mehr hören, was hat er jetzt als nächstes getan? Tell me God was with him. Ja, also erzähl mir doch, dass Jesus dann bei ihm war. Tell me God blessed him more. Und erzähl mir doch davon, wie Gott ihn noch mehr gesegnet hat. This man is my hero. Denn dieser Mann ist mein Held. I want to be like him. Denn ich möchte so sein wie er. So Jesus, please don't spoil the story. No buts. Also bitte, Jesus, vermaß mir diese Geschichte nicht. Ich will ja kein Aber hören in dieser Geschichte. Jesus is like, let me tell you what God said to you. Und ich möchte also aber sagen, was Gott zu ihm gesagt hat. You fool. Du Tor. Not again. Nicht schon wieder. Jesus, you like this word, fool. Herr, du magst einfach dieses Wort Tor oder töricht. Yeah? Bunch of you there. Ja, weil einige von euch sind ja hier. God said to this man, your dream is Zukunftsmusik. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Also sein Traum ist nur Zukunftsmusik. God, that's a German word. Aber Gott, das ist doch ein deutsches Wort. Yeah, I like it. Ja, mir gefällt es. You're gonna die. Denn du wirst sterben. What? Und er denkt sich, was? You mean I'm gonna lie down and relax? Also, okay, du meinst, ich werde mich jetzt hinlegen und relaxen? No, your life is finished. Und er sagt, nein, dein Leben ist jetzt beendet. Terminado. For my Spanish friends. Why? Warum? And God asks him this very important question. Und Gott stellt ihm dann diese ganz wichtige Frage. Then who will get what you have prepared for yourself? Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Another question, your iBox, what will happen to it? Also jetzt mal anders ausgedrückt, was wird passieren mit deiner Ich-Box? You have everything you thought you need. Du hast alles, wo du dachtest, dass du es brauchst. But actually your box is not your box. Aber eigentlich ist deine Box nicht wirklich deine Box. Actually this box that you thought would secure you is actually a hole in it. Denn diese Box, wo du dachtest, dass sie dich wirklich absichern wird, hat ein Loch drin. You thought you have it,
Also du dachtest, du hast alles, No, you don't have it. aber du hast es nicht wirklich. This is your box. Das ist deine Box. This is the end of the iBox. So, das ist sozusagen jetzt das Ende der Ich-Box. And God was like, I was not in your dream. Also Gott sagt ihm sozusagen, ich war nicht Teil deines Traums. Nobody else was in your dream. Und niemand anders war Teil deines Traums. All this resource you have accumulated Also all diese Ressourcen, die du dir angehäuft hast, is not security for you. sind keine oder stellen keine Sicherheit für dich dar. Chief, now would be the time to collect offering. Ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um das Opfer einzusammeln. I want to say two things. This is not about salvation. Ich möchte jetzt einfach zwei Dinge sagen. Hier geht es nicht in erster Linie um Rettung. Just to make sure it's clear. We don't get our salvation by the amount of wealth we have or by the amount of wealth we give away. Es möchte ganz klar sein, dass unsere Rettung nicht davon abhängt, wenn es darum geht, wie groß sozusagen einfach die Dinge sind, die wir haben, oder auch wie groß die Menge ist, die wir dann anderen weitergeben. Salvation is a gift of God, and we are saved by believing in Jesus' name. Ja, also Rettung ist das Gnadengeschenk Gottes und wir sind einfach nur dadurch errettet, weil wir Jesus haben. And this story is not also about our spiritual life. The wealth we have, the resources we have, doesn't necessarily show our spiritual life. Und auch die ganzen Reichtümer und Besitztümer, die wir haben, garantieren uns keinen geistlichen Reichtum. There are so many rich people unsaved. Es gibt so viele reiche Menschen, die nicht errettet sind. And there are so many poor people saved. Es gibt so viele arme Menschen, die errettet sind. This is a story of accountability. Sondern hier geht es um die Rechenschaft, dass man Rechenschaft ablegen kann. This is a story of what do you do with your resources. Hier geht es darum, die Frage, was du tust mit den Ressourcen, die du hast. Now you may tell me, hey, I'm not that rich man. Aber vielleicht sagst du jetzt, okay, aber ich bin ja eigentlich gar nicht so reich. I don't have extra to worry about. Also ich habe nichts Extras, also nicht mehr, über das ich mir jetzt Gedanken machen muss. But we all have resources. Aber wir haben alle Ressourcen. What do you think your bread is? Your daily life? Your bread is. Was denkt ihr, was euer Brot ist, euer tägliches Leben? It's your resource. Das ist eines eurer Ressourcen. Because God gave our breads. It's not from us. Denn Gott hat uns gelehrt, dass das, was wir haben, was wir bekommen, nicht von uns ist. On my phone I have an app that tells me how old my daughter is. Also ich habe eine App auf meinem Handy, die mir immer sagt, wie alt meine Tochter ist. It tells me exactly how old she is right now. Also das sagt mir immer, wie alt sie jetzt genau in diesem Moment ist. It says 1 year, 4 months, 2 weeks, 2 days, 2 hours and 10 minutes. Also sie ist jetzt 1 Jahr, 4 Monate, 2 Wochen, 2 Tage, 4 Stunden und 10 Minuten alt. Okay, she just lived 1 more minute. Okay, also jetzt ist sie 11 Minuten alt. But the app on God's phone is the other way. Aber die App auf Gottes Handy läuft rückwärts. It tells him how much we have left. Und sie sagt, diese App sagt ihm, wie viel uns noch zur Verfügung steht in unserem Leben. For some of us, a few years. Also für einige von uns vielleicht noch ein paar Jahre. For some of us, it's 50 years. Und für alle von uns sind es vielleicht noch 50 Jahre. Für manche von uns ist es vielleicht noch 50 Jahre. Maybe it's safe to say, I think the maximum for us is maybe 100 years. Und ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, das Maximum, was wir erreichen werden, ist vielleicht 100. I don't think any of us have got more than 100 years here. Also ich glaube, dass keiner hier älter werden wird als 100 Jahre. It's not long, huh? So what do you do with your time? Also was tut ihr mit eurer Zeit, die ihr habt? I like to keep balance. I have no problem with wealth. Also ich versuche hier immer die Balance zu haben. Ich habe kein Problem mit Reichtum. I believe in doing everything possible and legal to get whatever is possible, to profit.
Ich glaube, dass es in Ordnung ist, wenn man wirklich auf legale Weise einfach mit den Dingen, die man hat, mit den Ressourcen, die man hat, Gewinn hat. Use your gift, use your talent, use your education, everything possible and profit out of it. Ja, also nehmt eure Talente, eure ganzen Gaben, all das, was ihr gelernt habt, eure Ausbildung und ja, profitiert da wirklich davon. God has no problem with the man having wealth. Gott hat kein Problem mit dem Menschen, der ein Reichtum hat und Reichtum besitzt. In fact, the truth is, God was behind his wealth. Also die Wahrheit ist eigentlich, dass Gott ja sozusagen hinter seinem Reichtum stand. But the question is, what do you do with it? Die Frage ist jetzt, was tut ihr mit eurem Reichtum? Why do you want to make profit? Und warum möchtet ihr daraus Profit schlagen? Why do you go through all the suffering, to get your degrees and your, positions and whatever, Why do you go through that? Also warum nehmt ihr das alles auf euch? Warum macht euch überhaupt die Mühe, verschiedene Titel zu bekommen und einfach aufzusteigen, karrieremäßig? I mean, life is easy, Also das Leben ist ja eigentlich einfach. You go to one of the villages in Africa, what you need is just a roof and food, that's it. Ja, wenn du zum Beispiel in ein Dorf gehst nach Afrika, ist alles, was du brauchst, einfach nur ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen. This is how Jesus ends the story. Und so beendet Jesus diese Geschichte. Verse 21. In Vers 21. He says, "This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God." So ist der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Now, I want to focus on two things here. Ich möchte mich jetzt hier auf zwei Dinge konzentrieren. First, Jesus talks about storing up. Also Jesus spricht erst darüber, Schätze anzuhäufen. You see, the storing is not the problem. Also wisst ihr, dass Schätze sammeln ist nicht das Problem. The problem is, which box do you store it in? Die Frage ist, oder das Problem ist, in welche Box sammelst du diese Schätze? So you can store it in the iBox. Also man kann sie natürlich in der Ich-Box sammeln. Or what if, as Jesus says, what if you store it not in the iBox, but in the God-Box? Und wie wäre es denn, wenn ihr das Ganze nicht in der Ich-Box sammelt, sondern in der Gott-Box sammelt? That's what he's saying. You see, it's possible to be rich towards yourself, and it's also possible to be rich towards God. Es ist immer möglich, nur reich für sich selbst zu sein, oder es ist möglich, reich für Gott zu sein. Having things, being rich is not a problem. Dinge zu haben und reich zu sein, ist hier nicht das Problem. God is rich. Gott ist reich. There's no problem with richness. Er hat kein Problem, wenn man reich ist. But for what? Aber die Frage ist, wozu? So, this is a challenge for me. Also das ist jetzt hier die Herausforderung für mich. God is behind all my resources. Also Gott steht hinter all meinen Ressourcen. My resources are not mine. Und deswegen sind meine Ressourcen auch nicht meine. My resources are limited. Meine Ressourcen sind begrenzt. What's my goal with my resource? Und was ist jetzt mein Ziel mit meinen Ressourcen? This is a challenge for me. Do I feel secure with my resources? Also das ist die Herausforderung hier für mich. Fühle ich mich sicher mit den Ressourcen, die ich habe? My extras, the degrees I collect, the money I collect, the position I go up, does it secure me? Also das ganze Geld, was ich habe, meine Ressourcen, die ich habe, meine Arbeitsstelle, die ich habe, sichert das mich ab? Fühle ich mich dadurch sicher? And this is a challenge for me. There will be a day of accountability. Ja, und das ist für mich sozusagen hier die Herausforderung. Es gibt diesen Tag der Abrechnung, wo ich zur Rechenschaft gezogen werde. This man didn't finish well. Dieser Mann hat seine Aufgabe nicht gut beendet. But it's possible to finish well. Aber es ist möglich, seine Aufgabe gut zu beenden. Would you like to finish well? Würdet ihr gerne eure Aufgabe gut beenden? Is your resource in your box or in God's box? Sind eure Ressourcen in eurer Box oder in Gottes Box? Shall we stand up and pray? Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. We sing, my life is yours. Wir singen, mein Leben gehört dir. All glory to you. Oder Ehre sei dir. All I have is yours. Alles, was ich habe, gehört dir. Do we really mean it? Und meinen wir es dann auch, wenn wir es singen? It includes our life.
Das beinhaltet ja unser Leben. It includes every day of our lives. Und es schließt wirklich jeden Tag unseres Lebens mit ein. It includes our desire, our will. Es beinhaltet auch unsere Wünsche, unsere Willensstärke. When God gives you extra, it's not for your box. Wenn Gott dir etwas extra gibt, sozusagen, ist es nicht für deine Box. He wants you to give it back to Him. Denn er möchte, dass du es wieder an ihn zurückgibst. You may say, I don't have extra. Und vielleicht sagst du, aber ich habe gar nichts extra übrig. All you have is extra. Aber all das, was ihr habt, ist übrig, ist extra. Because it came from God. Weil es von Gott kam. God is our provider. Gott ist unser Versorger. So I would like to give you moments to reflect on this. Ich möchte euch einfach einen kurzen Moment geben, damit ihr darüber nachdenken könnt. Maybe we need to rededicate some of our lives. Vielleicht müssen wir nochmal ganz neu an bestimmte Bereiche unseres Lebens ihm nochmal neu widmen. Is there anything that we are accumulating in our box? Gibt es irgendetwas, das wir in unserer Box sammeln oder anhäufen? In the light of eternity, does it have value? Aber jetzt im Lichte der Ewigkeit gesehen, hat es irgendeinen Wert. One day when we stand before God, can we really present it to God? Also wenn wir eines Tages vor Gott stehen, können wir dann wirklich ihm danken für das, was er uns gegeben hat. Lord, we thank you for today. Herr, wir danken dir heute. We thank you for all your blessings. Wir danken dir für all deine Segnungen. Lord, we believe you are behind all our resources. Herr, wir glauben, dass du der Grund für all unsere Ressourcen bist. We are only stewards. We are only managing your resource for a time being. Also wir Menschen sozusagen nur deine Ressourcen für eine ganz bestimmte Zeit. We don't own anything. Uns gehört nichts. But Lord, we let you own everything. Herr, wir möchten wirklich, dass du alles besitzt. Today we give you back our lives, Lord. Heute möchten wir uns unser Leben dir zurückgeben. We want to live for you, Lord. Wir möchten für dich leben, Herr. And every resource you have given in our hands, we want to use it for your kingdom. Herr, jede Ressource, die du uns in unseren Händen gegeben hast, möchten wir wirklich für dich nutzen. Lord, I want you to guide us and to lead us in the right way. Ich möchte wirklich, dass du uns lenkst und leitest, auf der richtigen Weg, auf der richtigen Spur. Show us how to use what we have for your glory, Lord. Und zeig uns wirklich, dass das, was wir haben, wirklich zu deiner, wie wir das zu deiner Herrlichkeit nutzen können. Danke, Jesus. Lord, I bless each one of them. Herr, ich segne jeden Einzelnen. Lord, bless them in everything they need. Herr, segne sie mit allem, was sie brauchen. Let their daily life be a blessing for others. Und lass ihr tägliches Leben ein Segen für andere sein. Whatever they do, Lord, in whatever situation they are, let it bring glory to you, Lord. So dass was auch immer es ist und in welcher Situation sie auch sind, dass sie immer dir Herrlichkeit wirklich dich verherrlicht. Lord, help us all to finish well. Herr, hilf uns, dass wir unsere Aufgabe wirklich gut zu Ende bringen. Destroy our iBox. Ja, und zerstöre unsere Ich-Box. We live for you, Jesus. Wir leben für dich, Jesus. We live for you, Jesus. Wir leben für dich.